Schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Schulze-Tertilt. Ich möchte Ihnen heute unser Business Intelligence Werkzeug BI-ONE vorstellen. Mit einem Business Intelligence Werkzeug wie BI-ONE können Sie sehr schnell Datenmengen aus Ihrem Warenwirtschaftssystem auswerten nach einem betriebswirtschaftlichen Modell dahinter. Das heißt, wir liefern Ihnen schon die Auswertungsdimension und auch die Kennzahlen aus GEWIS mit und erweitern sie um betriebswirtschaftliche Fragestellungen, die Sie in Ihrem täglichen Handeln haben. Wir unterteilen BI-ONE in 8 Themenbereiche. Der erste Themenbereich ist der Bereich Verkauf. Im Bereich Verkauf haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel den durchschnittlich gewährten Rabatt auszuwerten oder auch je nach Einstandspreisstufe, wie sich Ihr einzelner Deckungsbeitrag meinetwegen in Stufe 5 oder in Stufe 4 verhalten hat. Der nächste Bereich ist der Bereich Angebot und Auftrag. Im Angebot und Auftrag haben Sie sowohl die Möglichkeit, die geliefert und nicht fakturierten Lieferscheine mit auszuwerten und dort auch zu ermitteln, was für einen Umsatz Sie zum Beispiel noch fakturieren können, der schon in Lieferschein ist, oder auch zum Beispiel die Gültigkeit von Angeboten zu betrachten und den offenen Angebotsbestand sich anzuschauen. Der nächste Bereich ist der Bereich des Einkaufs. Im Bereich des Einkaufs haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel die Lieferdauer zu betrachten, welche Ihre Lieferanten zu Ihnen hatten, oder auch zu gucken, was für einen Einstandswert und Einkaufswert haben Sie praktisch mit dem letzten Einkauf dort auf Lager genommen. Der Bereich Anfrage und Bestellung ermöglicht Ihnen zum Beispiel den offenen Anfragebestand zu betrachten, bei welchem Hauptlieferanten oder auch mit dem erwarteten Lieferdatum, wann welche Bestellung denn Sie im Wareneingang erwarten. Der nächste große Bereich ist der Bereich der Finanzbuchhaltung. Dort haben wir 3 Auswertungsbereiche. Das sind zum einen die Debitorenposten. In den Debitorenposten können Sie so etwas auswerten wie der unberechtigt gewährte Skonto. Das heißt, ein Kunde hat ein Zahlungsziel von 30 Tagen, zahlt aber nach 31 Tagen und Sie gewähren diesen Skonto noch und schenken somit praktisch dem Kunden dort den Skontobetrag. Oder auch sowas wie die Anzahl Zahltage, welche ein Kunde hat und wie sie sich im Zeitverlauf entwickelt haben, und können somit ein Risikomanagement abbilden. Der Bereich der Kreditorenposten betrachtet Ihr Zahlungsverhalten zu Ihrem Lieferanten. In diesem Zahlungsverhalten können Sie einmal schauen, was für Zahlungsziele haben Sie noch oder was für einen möglichen Skonto können Sie noch bei Ihren Lieferanten ziehen. Im Bereich des Hauptbuchs, nämlich der Sachkontenkostenstellen, können Sie auswerten, zum Beispiel nach dem Kontoschemata in GEWIS. Das ermöglicht Ihnen auch eine Betrachtung nach der G&V und der Bilanz, welche Sie in GEWIS eingerichtet haben, aber auch bis auf das einzelne Sachkonto und bis auf die einzelne Sachkontobuchung herunter. Der neueste Bereich, den wir seit kurzem im BI-ONE haben, ist der Bereich des Lager, nämlich das ganze Lagercontrolling abzuwickeln. Was für Umschlagshäufigkeiten habe ich im Lager, was für Reichweiten habe ich im Lager und wie hat sich zum Beispiel mein Lagerwert über die letzten Monate oder auch Jahre entwickelt. Ich möchte Ihnen jetzt im Kurzen das Programm zeigen, Ihnen die Möglichkeiten zu zeigen, welche Sie haben, zum Beispiel Berichte zu erstellen, Dashboards und Ad-Hoc-Analysen, um Ihnen ein Gefühl zu geben, wie Sie mit dem Produkt BI-ONE arbeiten können. Im Bereich Verkauf, wie auch in allen anderen Bereichen, finden Sie eine Menge an möglichen Auswertungsdimensionen. Durch den umfangreichen Standard, den wir in unserer warenwirtschaftlichen Software GEWIS mitliefern, hat dementsprechend BI-ONE auch ein sehr umfangreiches Datenmodell und ermöglicht Ihnen somit die Auswertung, je nachdem, in welchem Bereich Sie in GEWIS was gepflegt haben. Im ersten Schritt möchte ich jetzt einmal in den Bereich Verkauf einsteigen. Ich fange nochmal vorne an. Bereich Verkauf, und möchte mir eine Artikelauswertung machen, nämlich nach Artikelgruppen. Ich wähle die Artikelgruppen aus. Schon öffnet sich im BI-ONE die Auswertung. Dies kann ca. 2 bis 3 Sekunden dauern und wir haben unsere erste eigene Auswertung generiert. Ich maximiere diese etwas, damit Sie sie besser sehen können, und haben unsere Artikelgruppenauswertung einmal nach 3 Perioden, nämlich 2014, 2013 und 2012, und nach den Artikelgruppen ausgewertet. Die einzelnen Artikelgruppen kann ich jetzt nacheinander maximieren und mir anschauen, was ich in einer Obergruppe, Gruppe und Untergruppe gemacht habe. Das heißt, ich bin mit 3 Klicks dahin gekommen, dass ich mir eine Artikelgruppenauswertung erstellen konnte. Die nächste Fragestellung, die häufig dann Kunden haben, ist dann, mit welchen Kunden habe ich denn das Ganze gemacht? Jetzt nehme ich eine weitere Auswertungsdimension, Auswertungsdimension 1, die Artikelgruppen, Auswertungsdimension 2, den Debitoren hinzu. Die Begrifflichkeiten sind dementsprechend, wie sie auch
in der Warenwirtschaft sind, sodass Sie die Begriffe, die Sie zum Beispiel beim Debitoren auf der Karte sehen, auch in BI1 wiederfinden. Ich wähle den Debitoren aus und habe jetzt das Ganze erweitert, nämlich von der Obergruppe zur Gruppe, zur Artikeluntergruppe hin, welche Debitoren kaufen denn in dieser Gruppe ein. Jetzt hat man nicht häufig die Frage, welcher Kunde kauft denn in der untersten Gruppe ein, nämlich welcher Kunde, also die umgekehrte Sicht, kauft in welchen Artikelgruppen ein. Deswegen nehme ich mir jetzt den Debitoren und ziehe diesen per Drag and Drop einmal nach oben. Ich lasse das Ganze los und die Auswertungssicht hat sich verändert, nämlich ich habe in der ersten Auswertungsdimension meinen Debitoren und in der zweiten Auswertungsdimension meine Artikelgruppen. Man sieht das jetzt, wenn ich den Debitoren aufklappe, maximiere, erweitere, dass wir dementsprechend unsere Obergruppe, Gruppe und die Artikeluntergruppe hier wiederfinden. Die nächste Fragestellung, die unsere Kunden häufig haben, ist, welche Kunden kaufen denn nicht nur in den Artikelgruppen ein, sondern welche Artikel werden auch gekauft. Deswegen kann ich als dritte Auswertungsdimension jetzt den Artikel hinzunehmen und habe somit die Möglichkeit, vom Kunden über die Gruppenstruktur bis hin zu dem Artikel auszuwerten. Nämlich, wo kauft welcher Kunde im Detail. Ob ich das Ganze nach Obergruppen mit auswerten möchte oder direkt den Debitoren habe und dann die Artikel, ist wieder möglich, indem ich das Ganze per Drag and Drop einfach den Artikel nach oben ziehe und somit jetzt direkt den Debitoren habe und darunter direkt die Artikel, ohne die Gruppenstruktur dazwischen. Jetzt möchte ich mit dieser Auswertung mir zum Beispiel 2 Jahre im Vergleich anschauen. Das heißt, ich markiere mir 2014 und 2013, rechte Maustaste, beibehalten. Wenn Sie in BI1 auf ein bestimmtes Menü klicken, man nennt das kontextvariables Menü, und ich klicke zum Beispiel auf Perioden, nämlich 2014, 2013, kommt dort eine Auswahl, die beinhaltet bestimmte Funktionalitäten zur Zeitperiode, nämlich Halbjahr, Quartal, Monat, die Periode zu detaillieren, eine berechnende Periode hinzuzufügen oder zum Beispiel dynamische Perioden hinzuzufügen. In diesem Fall möchte ich die beiden Perioden einfach beibehalten und mir zwischen 2014 und 2013 eine Abweichung bilden. Schon kann ich mir eine absolute Abweichung zwischen den Jahren bilden und habe damit ein neues Ergebnis, nämlich wie sich mein bester Kunde im Vergleich zwischen den 2 Perioden verhalten hat. Das heißt, der erste Weg oder der Weg von keinem Bericht hin zu einer schnellen Analyse ist sehr schnell möglich. Sie können das Ganze mit 3 Klicks machen. Sie können weitere Auswertungsdimensionen hinzunehmen und somit selber Ihre Analyse detaillieren. Die Dimensionsnamen, die Auswertungsdimensionsnamen richten sich dort nach dem Modell, welches Sie aus der Warenwirtschaft kennen, und sie sind sehr einfach in der Menüführung, da Ihnen BI1 mit dem Rechtsklick die Dinge vorgibt, nämlich über ein kontextvariables Menü, die Sie zum Beispiel bei der Periode erwarten, um meinetwegen eine Periode auch zu detaillieren oder eine weitere Periode hinzuzufügen. Als nächsten möchte ich diese neu von mir erworbene Auswertung einmal abspeichern. Das heißt, ich gehe über das bekannte Windows-Menü, Datei speichern unter, und erstelle mir hier eine Auswertung, die ich einmal in einem neuen Ordner, nämlich in einer frei definierten Ordnerstruktur, die sich ganz nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens richtet, Bereich Verkauf, und speichere diese Auswertung einmal ab und nenne sie einfach Debitoren nach Artikelgruppen und speichern. Jetzt kann ich diese von mir gerade erstellte Auswertung wieder schließen und ganz bequem am nächsten Tag meine Auswertung wieder öffnen, nämlich Debitoren nach Artikelgruppen, und Sie bekommen das aktualisierte Ergebnis um die Zahlen, die zum Beispiel im gestrigen Rechnungslauf verarbeitet wurden. Nicht nur, dass Sie mit BI1 in der Lage sind, schnell Ad-Hoc-Analysen zu fahren, um sich gerade eine Themenstellung anzuschauen. Des Weiteren können Sie sehr komplexe Fragestellungen, wie zum Beispiel welcher Kunde kauft nicht, in BI1 darstellen. Dazu möchte ich einmal das Dashboard der Kundenperformance öffnen, in dem Sie sehen werden, warum ein Kunde nicht mehr so gekauft hat wie früher und zum Beispiel auch in welchen Artikelgruppen oder meinetwegen auch nach welchen Teams oder welchen Verkäufern. Hier sehen Sie das Dashboard Kundenperformance,
Wir sehen einmal, welcher Kunde in welchem Zeitraum, nämlich 2012 und 2013, einen durchschnittlichen Umsatz pro Monat, in diesem Fall von 76.000 € gemacht hat. Dazu schaue ich mir einen Vergleichszeitraum an, 2014. Dort hat der Kunde einen Umsatz von 31.000 € gemacht. Das heißt, der Kunde hat einen Umsatz weniger von 44.000 € pro Monat gemacht. Jetzt schaue ich mir an, in welchen Obergruppen der Kunde diesen Umsatz weniger gemacht hat, nämlich in dem Fall im Stahlbereich, 19.000 €. Erweitere diesen Bereich, dann sehe ich die Gruppenstruktur bis auf die Untergruppe und jetzt den einzelnen Artikel, nämlich der Kunde hat mit dem Artikel Grobleche in dem benannten Zeitraum 1.926 € weniger Umsatz pro Monat gemacht. Des Weiteren mache ich jetzt einen Doppelklick auf den Kunden. Damit aktualisiert sich die Auswertung. Somit hat der Kunde 1.926 € weniger Umsatz pro Monat gemacht. Jetzt möchte ich mir den Kunden einmal im Detail anschauen. Der Kunde rutscht in den Filter. Somit haben sich jetzt die weiteren Auswertungen, die in diesem Bericht enthalten sind, auf diesen Kunden angepasst. Und ich kann mir anschauen, wie zum Beispiel die monatliche Entwicklung des Kunden war, nämlich in den Umsatz der letzten 2 Jahre. Wie hat sich der Umsatz des Kunden absolut entwickelt, auf die Quartale heruntergebrochen? Wie hat sich zum Beispiel den durchschnittlich gewährten Rabatt des Kunden entwickelt? Oder auch die Gutschriftsquote und der absolute Deckungsbeitrag, um einen Eindruck zu gewinnen, wie sich der Kunde in den letzten 2 Jahren im Detail verhalten hat. Genau das gleiche kann ich auch jetzt natürlich für das Belegvolumen machen und für die Anzahl Artikel. In dem Fall sehe ich, der Kunde hat 519 unterschiedliche Artikel gekauft und 2 Jahre später kauft der Kunde noch 163 unterschiedliche Artikel. Somit kann ich erkennen, dass der Kunde nicht nur weniger Menge gekauft hat, sondern auch weniger Sortiment. Im unteren Bereich sehe ich das Verhalten, welches Belegvolumen der Kunde zum Beispiel mit den Lieferscheinen, Rechnungen und auch Aufträgen dort macht. Als nächstes möchte ich mir diesen Kunden anschauen, wie seine Umsatzverhalten in den einzelnen Artikelgruppen waren. Hier sehe ich zum Beispiel einen starken Ausschlag, nämlich dass der Stahlbereich dort heruntergeht und der Umsatz von 146.000 € auf 2 Jahre später 153.000 sich reduziert hat. In der Teambetreuung kann ich gut erkennen, welches Team der Kunde den Kunden betreut hat und wie sich das Verhalten in dem einzelnen Team entwickelt hat. In diesem Fall zum Beispiel, dass der Umsatz in einzelnen Bereichen sehr stark rückläufig war. Im letzten Schritt schaue ich mir noch einmal an, in einer flachen Sicht, welche Artikel denn der Kunde nicht mehr gekauft hat und was dies am einzelnen Umsatz bedeutet hat. Dort finden wir auch zum Beispiel die Bandbleche wieder, welche wir uns gerade auf der untersten Struktur angeguckt haben, nämlich dass der Kunde 1.926 € weniger Umsatz pro Monat mit den Bandblechen macht. Im Weiteren sind natürlich andere Analysen auch möglich, wie zum Beispiel eine G&V sich im BI One anzuschauen. Dabei nimmt BI One das Ergebnis, was Sie in GWIS abgebildet haben, in Ihrem Warenwirtschaftssystem, und Sie können hier zum Beispiel eine G&V sich von 2013, 2012 bis hin zu 2005 anschauen und damit auch genau die Umsatzentwicklung deutlich zu machen, die Sie haben, und auch die Erlösminderung, und hier aber auch die G&V zu expandieren und bis auf einen einzelnen Sachkonto herunterzuschauen, wie denn genau die Entwicklung war. Schlussendlich steht an jeder G&V, so wie Sie es auch kennen, der Jahresüberschuss und der Jahresfehlbetrag, den Sie hier im Zeitverlauf sich anschauen können. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, in BI One mit gewissen Kennzahlen zu rechnen. In diesem Fall haben wir ein Dashboard erstellt, das nennt sich kalkulatorische Vertriebskosten. Wir haben jeden Beleg mit einem gewissen Wert versehen. In dem Fall kostet mich eine Rechnung zum Beispiel 5 €. Ich öffne diese Auswertung, um einfach zu schauen, den normalen DB sich anzuschauen, in diesem Fall mit 39,54%, und dann den Deckungsbeitrag nach kalkulatorischen Vertriebskosten, nämlich von 18,75%. Dort sieht man, der Deckungsbeitrag ist geringer geworden. Sie haben im BI One die Möglichkeit, mit einfachen Funktionen
eine Kennzahl mit einem gewissen Wert zu versehen. In dem Fall, was kostet mich eine Rechnung? Eine Rechnung kostet mich in diesem Beispiel 4 Euro. Ich erhöhe den Wert auf 40 Euro und somit habe ich die Kosten einer Rechnung hochgesetzt und kann einfach schauen, was dies bedeutet. Nämlich man sieht sehr deutlich, der Deckungsbeitrag nach kalkulatorischen Vertriebskosten ist stark negativ geworden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, frei definierte Kennzahlen für sich zu bilden und dort mit weiter zu analysieren. Natürlich macht es nicht nur Sinn, sich in einzelnen Bereichen die Kennzahlen in der Tiefe anzuschauen, sondern wie in diesem Beispiel einmal aus dem warenwirtschaftlichen Bereich die Kennzahlen, nämlich was für einen Umsatz habe ich in den letzten Jahren in welcher Obergruppe gemacht, hin bis zu einer offenen Postenverteilung, was ist mein Ursprungsbetrag, mein offener Betrag und zum Beispiel auch mein fälliger Betrag, und sich den dritten Bereich aus Angebot und Auftrag anzuschauen, was habe ich an offenen Aufträgen, mit welchem Verkaufswert, geliefert nicht fakturiert und den Verkaufswert geliefert zum Beispiel. Es ist immer ratsam, zum Beispiel mit einer Übersicht zu starten wie in diesem Fall, aber auch die Möglichkeit zu haben, von einer Grafik in eine tiefergehende Analyse einsteigen zu können, um sich die Zahlen weiter zu visualisieren. Dies ist in jedem Bereich möglich, indem ich hier eine geführte Analyse für den Kunden erstelle und ihn somit in die Lage versetze, jeden Bereich tiefer zu analysieren, wenn dies gewünscht ist. Nicht nur über eine sehr komplexe Modulstruktur verfügt BI-ONE und Dimensionsauswertungsmöglichkeiten, sondern BI-ONE hat out of the box auch ein sehr umfangreiches Kennzahlenmodell dabei. Dies möchte ich Ihnen einmal im Bereich des Lagercontrollings zeigen. Wir sprechen dort von weitaus über 100 Kennzahlen, die BI-ONE mitbringt, nämlich angefangen bei gewissen Grundwerten, wie welche Menge Basis ist fakturiert, welche Menge Restmenge ist noch offen, Sicherheitsbestände, Einstandspreise, aber auch hin zu weiteren Kennzahlen, was ist über den Wareneingang als Menge zugegangen, was sind Umlagerungen, Nachbuchungsposten, Einkauf etc., die einzelnen Einstandswerte und hin zu weiteren komplexen Kennzahlen, was ist die Umschlagshäufigkeit, was ist die Umschlagshäufigkeit des fakturierten Bestandes, welche Reichweite habe ich, welche durchschnittliche Lagerdauer habe ich in den einzelnen Kennzahlen. Und somit können Sie in BI-ONE sehr schnell, nämlich ab dem ersten Moment, Ihre Historie aus GEWIS mit auswerten und auch dementsprechend sehr komplexe Kennzahlen sehr einfach abbilden, ohne dass Sie sich erst überlegen müssen, wie diese Kennzahlen gebildet werden. Nämlich dies bringt unser Datenmodell out of the box mit und dies ermöglichen wir auch durch die tiefe Integration der Daten aus GEWIS in BI-ONE.